Ich begrüße euch. Das dritte Video zur Playlist Fachvokabulare kuratieren. Das lautet Word-Makro zum Entfernen von Satz- und Steuerzeichen einsetzen. Dabei wird sichtbar, was Word leisten kann, um das Gewünschte zu erfüllen. Ich zeige das jetzt am Anfang mal mit einem Beispiel, mit dem Fachbuch, was ich ja auch schon im Fallbeispiel hatte, Datenschutz und Sicherheit. Dazu gehe ich jetzt einfach mal dahin. Da steht das Fachbuch Datenschutz und Sicherheit mit Steuerung A. Markiere ich alle 95 Seiten, so viel sind es da oben. Das heißt, es wird also gleich ein bisschen länger dauern. Dann kopiere ich mir das in die Zwischenablage. Dann starte ich Word. Jetzt will ich ja erstmal die fertige Funktionalität zeigen. Und da gehe ich auf Neu, weil ich habe hier eine Vorlage, die steht hier bei den persönlichen Vorlagen und die heißt Wortlisten vorbereiten. Also nicht Word, sondern Wortlisten vorbereiten. Und wenn ich darauf klicke, dann wird sofort ein Ereignis ausgelöst, nämlich ein neues Dokument wird angelegt und das ist das Ereignis. Und dabei wird dann das, was in der Zwischenablage ist, eingesetzt. Und mit den Befehlen, die ich da vorbereitet habe, das heißt mit Suchen und Ersetzen, dann läuft das denn ab. Das ist jetzt auch schon passiert. Das ging also recht schnell, wie wir es hier gesehen haben. Und das sind jetzt 26.616 Wörter. Und die sind jetzt alle jeweils in einer Zeile. Jedes Wort in einer Zeile. Wenn ich mir das jetzt angucke, dann sind das 784 Seiten, weil ich das ja schon mal gemacht habe. Ich gehe mal mit Steuerung Ende zum Ende. Da steht mein Name nochmal, weil das ist ja ein personalisiertes E-Book und da steht in jeder Fußzeile mein Name. Und da schaue ich mir das jetzt mal an mit Datei drucken. Da sehen wir, das sind also sehr viele Seiten. 784 steht da unten. Und hier stehen auch sehr viele Nummern zwischen, weil am Ende ist ja auch der Index des Buches, der ist ja hier auch so aufbereitet worden, dass jeweils ein Wort pro Seite steht. Hier kann man nämlich auch noch sehen, dass das also noch nicht die Reihenfolge geändert hat. Beim Buchstaben Z steht hier Zertifikat auswählen oder Zertifikat einem Kontakt hinzufügen, Zertifikat oder persönliches Zertifikat anfordern und so weiter. Das sind also hier die Einträge aus dem Index. Das hat also funktioniert und da ist auch alles gelaufen. Also da sind jetzt viele Suchen- und Ersetzen-Befehle abgegangen und jetzt kann ich hier mit weitermachen, wie ich das ja dann in dem nächsten Video beim Excel-Makro zeige. Also das hier kann ich jetzt kopieren und in Excel einfügen und dann ist das Ganze auch fertig. So, dieses Makro ist automatisch abgelaufen, weil das eben das Ereignis war, ein neues Dokument anlegen und dann sind die Befehle abgelaufen. Ich lösche jetzt hier mal alles raus und zeichne jetzt dieses Makro mal ansatzweise auf, damit man also sieht, wie das geht. Und dann könnt ihr hinterher auch sehen, was er denn, wenn diese Aufzeichnung vorliegt, was er da noch manuell ergänzen könnt, damit das Ganze schneller geht, weil das ist ja immer das Suchen und Ersetzen, nur es sind unterschiedliche Zeichen, die ich von Suchen und Ersetzen Vorgang zum nächsten austausche. Es müssen Absatzmarken ausgetauscht werden, es müssen Kommas und Punkte ausgetauscht werden, es müssen Sonderzeichen wie weiche Trennstriche ausgetauscht werden. Also alles, was also lästig ist, das muss weg und das sind also durchaus 20 oder 30 verschiedene Dinge, die auszutauschen sind. Aber das ist immer wieder das Gleiche und wenn man diese Zeichen kennt und man hat einmal so ein Makro für Austausch von Leerzeichen durch Absatzmarken gesehen, dann kann man die anderen einfach kopieren und entsprechend einsetzen, was da ausgetauscht werden soll. So, ich gehe jetzt erst nochmal hin, um die Zwischenablage zu füllen. Mit der rechten Maustaste wähle ich Kopieren, weil da fange ich an, das kann Word nicht. In einem PDF-Dokument oder in der Wikipedia den Kopieren-Befehl ausführen, das kann ich nicht. Ich habe es aber jetzt markiert und es ist in der Zwischenablage. So, ab hier wird jetzt alles aufgezeichnet, wenn ich das will. Dazu gehe ich in das Register Ansicht,
wähle Makros und dort wähle ich Aufzeichnen. Das Makro heißt hier Makro 2, weil das erste habe ich ja schon mal vor einiger Zeit aufgezeichnet. Und das soll jetzt aber nicht in meine Normalvorlage rein, sondern in dieses Dokument. Da kann ich das später als eigene Vorlage abspeichern. Ich kann da auch noch einen Text reinschreiben, ne? Test zur Demo. So, das klicke ich jetzt auf OK. So, ab jetzt wird aufgezeichnet. Das ist sichtbar einmal hier an dem Mauszeiger, wo hinten so ein Kassettensymbol dran ist, so wie ich es in meiner Jugend als Kassette vom Kassettenrekorder oder vom Walkman kannte. Dann wird es auch hier unten nochmal gezeigt. Hier wird beschrieben, zurzeit wird ein Makro aufgezeichnet, klicken Sie hier, um die Aufzeichnung zu beenden. Also das mache ich dann, wenn ich fertig bin. So, das, was also jetzt abgehen soll, ist, ich möchte hier, was in der Zwischenablage ist, das möchte ich als Text einfügen. Das geht mit diesem Symbol beim Einfügen. Nur den Text übernehmen. Jetzt ist der Text da. Wir sehen das. Da unten stehen jetzt auch schon Seite 111 und 26.117 Worte. Aber dieser Text ist also noch nicht so, dass der also vereinzelt wurde. Das heißt also, wir sehen hier, da sind also noch viele Worte in einer Zeile. Die Funktion in Private Browsen bewirkt nicht, dass Sie anonym im Internet surfen können und so weiter. Also hier ist jetzt noch alles im Prinzip in der gleichen Reihenfolge wie in dem Originaldokument, nur es sind keine Bilder mehr dabei. Ich gehe jetzt mal wieder an den Anfang des Dokumentes und jetzt kommt der Suchen und Ersetzen Befehl und da gehe ich jetzt auf Ersetzen und da gebe ich jetzt an, was ersetzt werden soll. Da soll hier bei Suche nach ein Leerzeichen rein, also Leerzeichen sollen durch Absatzmarken ersetzt werden, damit ich die Worte einzeln im Absatz habe. Ersetzen durch eine Absatzmarke, dieses Dach P, was hier steht, ich mache es nochmal weg, das heißt also, da muss eine Absatzmarke hin. Das Carré, das ist oben links unter der Escape-Taste, da habe ich noch eine Leertaste angetippt, weil das ist ein diakritisches Zeichen, da geht also der Cursor nicht weiter, deswegen Dach, Leertaste und dann kommt das P und dann wird also an der Stelle jetzt, wo das Leerzeichen stand, eine Absatzmarke hinkommen. Jetzt klicke ich auf alle ersetzen, jetzt wird das auch umgesetzt, das dauert jetzt einige Zeit, dann müssten wir das also auch sehen, dass hier die entsprechenden Ersetzungsvorgänge passiert sind. Ja, da sehen wir es. 23.939 Ersetzungen wurden vorgenommen. Wir schauen uns das auch mal an, um zu sehen, ob das alles so passt. Wir sehen das hier zum Beispiel hier. Wo haben wir denn hier auch mal ein paar Punkte? So, hier haben wir da was auf der Seite 61. Da steht hier ein Gänsefüßchen, das soll da nicht hin. Hier ist noch ein Gänsefüßchen, das kann man dann später noch wegmachen, aber hier ist ein Komma und dann haben wir auch, habe ich irgendwo einen Punkt gesehen, hier ist noch ein Komma und wo kommt denn mal ein Punkt? Hier ist ein Doppelpunkt, wieder ein Komma, da ist bei Datenbeständen ist ein Punkt. Also diese Satzzeichen und Sonderzeichen wie Gänsefüßchen, die müssen auch weg. Ich bin ja immer noch am Aufzeichnen, gehe hier nochmal an den Anfang mit Steuerung Position 1. Und jetzt wähle ich nochmal den Ersetzen-Befehl und da tue ich hier erstmal das Komma ersetzen, also hier ist jetzt nur ein Komma, das wird durch eine Absatzmarke ersetzt. Dann klicke ich auf alle ersetzen, das müsste jetzt etwas schneller gehen, weil nicht mehr so viele drin sind, nur 1281 Kommas tauchen drin auf. Dann mache ich das Komma weg, mache einen Punkt, gehe auch auf alle ersetzen, also das wird ja jetzt ganz normal durchgeführt, nur alles wird aufgezeichnet, was ich jetzt mache, damit ich das dann später automatisch ablaufen lassen kann. 1841 Punkte sind ersetzt. Und jetzt kann ich da weitermachen mit Ausrufezeichen und was es alles so gibt. Das will ich aber jetzt nicht, das können wir uns dann hinterher anschauen, dass man das also mit Kopieren und Zeichen entsprechend eingesetzt viel effizienter machen kann. Ich klicke jetzt mal auf Schließen
Und jetzt beende ich auch das Makro. So, jetzt wollen wir sehen, ob es auch läuft. Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Text. Ja, da muss das ja auch mitlaufen. Ich habe hier noch einen anderen Text. Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe. Fachinformatiker und Fachinformatikerin. Das ist also auch ein Text, 68 Seiten sind es. Da ist also beschrieben, was müssen die alle lernen, die Fachinformatiker werden sollen. Ich habe den hier schon markiert, den Text, aber wenn ich den nicht markiert habe mit Steuerung A, geht das. Da sehen wir, da sind also auch Absatzmarken drin und Kommas haben wir hier und Punkte gibt es auch, zum Beispiel hier hinter Länder. So, ich kopiere den mit Steuerung C. Jetzt gehe ich hier in mein leeres Dokument und jetzt lasse ich das Makro ablaufen. Makro 2 ausführen. Oh, wir hatten nicht im Definitionsbereich. Die Buggen. Da ist jetzt das Rollen. Ne? Das kann ich also hier, konnte ich ja nicht machen. Das heißt, ich muss hier gerade mal das, wo ich hier auf und ab gerollt bin, das muss ich wegmachen. Ja, weil das gehört da nicht hin. Genauso hier. Ne? Das ist also das Rumgucken, was ich da gemacht habe. Das kann man einfach auskommentieren. So, dann wollen wir mal sehen, ob es jetzt geht. Ich schließe das Makro nochmal. Ja, will ich. Und jetzt tue ich nochmal das Ganze ausführen. Ich kopiere mir das nochmal. Das ist also jetzt im Prinzip Makro nochmal ganz von vorn starten. Kopieren. Gehe hier hin und füge das ein über Ansicht, Makro, Anzeigen und dann Makro 2 ausführen. Und jetzt haben wir das auch. Wir sehen Rahmenlehrplan für die Ausbildungsberufe. Jetzt sind die Texte vereinzelt. Und wollen wir mal schauen, ob irgendwo noch ein Komma steht. Komma oder Punkt müssten alle weg sein. Ich kann ja danach suchen, nach dem Komma. Suche ich nach dem Komma, keine Übereinstimmung habe ich. Und jetzt gebe ich einen Punkt ein. Da finde ich auch keine Übereinstimmung. Ein Semikolon oder Doppelpunkt müsste noch drin sein. Und da haben wir die Doppelpunkte bei HTTP, die habe ich noch. So, wir sehen, das Makro ist hier, was ich da gesucht und ersetzt habe, voll lauffähig. Wir schauen uns das nochmal an mit Makros, Anzeigen und Bearbeiten. Hier bei Dokument 1, da habe ich das neue Makro, was Makro 2 heißt. Test zur Demo, habe ich auch gesagt, soll es heißen. Das Grüne steht zwar da, aber das hat keine Bedeutung, außer für mich zum Kommentieren. Und dann kann ich hergehen und kann das, was hier steht, das kann ich kopieren. Im Prinzip hier ab dieser Zeile, ne, das hier, wo Home Key steht, das heißt ja, gehe an den Anfang, aber dieses hier kann ich also dann kopieren bis hierhin, bis End with. Und dann kann ich hier sagen, ich will hier das Ganze kopieren und dann können wir zum Beispiel den Doppelpunkt. Den Doppelpunkt kann ich hier einsetzen statt dem Komma, weil das wird ja da oben schon ausgetauscht. Mache ich den Doppelpunkt rein. Und so kann ich das dann auch mit den anderen Sonderzeichen machen. Gänsefüßchen hatte ich da. So, dürfte also gleich bei HTTP kein Doppelpunkt mehr hinterstehen, wenn ich das jetzt nochmal ausführe. Das soll hier reichen, ne, damit ihr seht, ich kann hier einfach Teile des Makros, die sich immer wiederholen, nur mit anderen Zeichen, die kann ich einfach kopieren. Ich schließe das, mache hier nochmal alles weg und nehme jetzt noch einen anderen Text oder den ursprünglichen hier, ne, vom Datenschutz und Sicherheit, da sind ja auch Doppelpunkte drin. Ne, das kann man hier sehen, ne, Steuerung F. Ein Doppelpunkt, da muss ja einer drin sein, nach dem Makro dürfte keiner mehr drin sein. Und da sehen wir hier Matchcode, Doppelpunkt, ne, 81 Doppelpunkte, hier bei Internet und E-Mail, da kommen immer Doppelpunkte. Die dürften also dann hinterher nicht mehr zu finden sein. So, also Doppelpunkte werden also jetzt von dem Teil des Makros, den ich manuell kopiert habe, ersetzt. Steuerung A, Steuerung C, ja, damit habe ich alles markiert und alles kopiert. Jetzt gehe ich wieder zu meinem Word-Dokument und da führe ich das Makro aus über Makros anzeigen, Makro 2, na, da haben wir es, und ausführen. So, das läuft jetzt. Na, wir sehen unten, Ersetzungsvorgang wird durchgeführt. Im ersten Schritt
werden also die Absatzmarken hier eingesetzt, wo bisher Leerzeichen sind. Wollen wir mal sehen, müsste gleich passiert sein. Das dauert am längsten, weil das mehr als 2000 Mal passiert. 1841 Mal. So, jetzt haben wir hier die Punkte, Doppelpunkte und Absatzmarken. Die haben wir hier. Komma ist auch nicht mehr drin. Man kann ja nochmal nachsuchen. Wenn ich hier nach Doppelpunkt suche, taucht keiner auf. HTTP, da müsste ja einer gestanden haben. Da steht's, ist weg. Ja, das war also das Makro, was ich selbst aufzeichne. Jetzt soll das noch erklärt werden, wie es vollständig ist. Wir haben gesehen, es läuft. Jetzt will ich zeigen, was man modifizieren muss, damit diese Funktionalität erreicht wird, die ich eben hatte, als ich mit einer neuen Vorlage arbeitete. Ich mache hier nochmal alles weg. Das aufgezeichnete Makro ist ja noch da und das kann man sich auch anschauen über Makros, Anzeigen, Makro 2, Bearbeiten. So, da ist also das, was ich eben gemacht habe. Das ist also ein Makro, was also nur ausgeführt wird, wenn ich starte, direkt über Ansicht Makro ausführen. Ich habe aber gesagt, hier gibt es ein Makro, das läuft automatisch ab. Das steht hier bei Wordlisten vorbereiten unter This Document. Da habe ich gerade doppelt drauf geklickt. Und da sehen Sie, da steht auch nicht Makro 1 oder 2 oben drüber, sondern da steht Private Subdocument New. Das will ich jetzt hier nicht näher erklären. Diese Aktion, die kann man also hier oben auswählen. Da steht zum Beispiel Deklaration und allgemein. Hier oben, Document New steht hier, wenn ich also hier drin bin. Und da habe ich hier jede Menge Kommentar erstmal reingeschrieben für mich selbst. Und dann auch für euch, damit ihr seht, welche Zeichen ich hier alle austausche. Leerzeichen, Ausrufezeichen, Trennstriche, Klammer zu, Klammer auf. Hier steht die Absatzmarke, Line-Feed, Tab-Stop. Und hier unten stehen noch Zeichen, die hier gar nicht so erkennbar sind. Die sind hier als Character Value angegeben. Und da stehen hier diese Zahlen, findet man bei den Google Sites. Hier habe ich also diese Adresse angegeben, wo man das also nachlesen kann. Also ich will jetzt hier keinen Makrokurs für Fortgeschrittene machen. Wer das lernen will, der kann das natürlich bei YouTube bei anderen Kollegen finden oder man kann sich auch eine Unterlage kaufen. Ich will ja nur die Idee für dieses Makro hier transportieren. Also das Grüne ist hier Kommentar, der nicht ausgeführt wird. Und wenn ich also hier mit dem Austauschen fertig bin, und das passiert in der gleichen Weise, wie ich das ja eben beim Aufzeichnen hatte. Hier seht ihr, da steht also genau das, was ich eben gemacht habe. Ersetze Absatzmarke durch Leerzeichen oder umgekehrt, je nachdem, was ich da ersetzen will. Oder hier Tab-Stop durch Leerzeichen. Das ist immer das Gleiche. Und diese Zeichen, die hier oben stehen, werden also da alle von mir ausgetauscht. Das Makro läuft automatisch beim Start einer neuen Vorlage mit diesem Namen ab. Und am Ende, da werden dann, so ist das hier angelegt, da werden die Zeichen, also bei mir wird alles erstmal durch Leerzeichen ersetzt und am Ende werden die Leerzeichen durch Absatzmarken ersetzt. Also man kann sich da verschiedene Vorgehensweisen überlegen und dann ist es am Ende fertig, so wie wir das ja gesehen haben. Der Quellcode, der steht auf der Lernplattform, die ich allen, die teilnehmen, natürlich zur Verfügung stelle. Da könnt ihr euch auch hier den Text runterkopieren, wenn ihr da also auch mitmacht. Entscheidend für das Gelingen eures Makros ist, dass ihr, wenn ihr das hier kopiert habt, das Suchen und Ersetzen, muss ja nur einmal aufgezeichnet werden, dass ihr dann die richtigen Zeichen ersetzt, damit hier also hinterher nichts übrig bleibt, was nicht hingehört. Wie er das denn macht, ob er die Absatzmarken durch Leerzeichen ersetzt, so wie ich das hier gemacht habe, und am Ende mehrfach vorkommende Leerzeichen durch einfach vorkommende ersetzt und dann als letztes an diese Stelle die Absatzmarken setzt, oder ob er das anders macht, dass er gleich
statt Leerzeichen Absatzmarken setzt und statt Sonderzeichen Absatzmarken und hinterher eben auch mehrfach vorkommende Absatzmarken durch eine ersetzt. Das ist also, das Ergebnis ist am Ende das gleiche. Es darf nach jedem Wort eben nur eine Absatzmarke stehen. Das ist das Ziel. Und das wird mit diesem Makro hier erreicht, was im Augenblick abläuft, wenn ein neues Dokument angelegt wird. Wenn ihr das nachmacht, wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Im Zweifelsfall kommt da in die Plattform und da könnt ihr euch den ganzen Code auch runterladen. Ich stelle diese Vorlage mit Makro nicht bereit, weil es könnte ja sein, jemand modifiziert die und dann wird ihr hier verantwortlich gemacht fürs Verbreiten von Makroviren. Das passiert nicht, wenn ihr euch den Text von meiner Plattform runter kopiert und setzt den direkt in eure eigenen Vorlagen ein. Und dann wisst ihr auch, wo ihr das Ganze hergeholt habt. So, das war's. Im nächsten Video werde ich dann zeigen, wie das, was mit diesem Makro als Endprodukt in Word erstellt wird, wie das dann in Excel übernommen wird, um daraus dann die Unikate in sortierter Form zu extrahieren. Das ist dann aber schon das nächste Makro. Ich bedanke mich für eure lange Geduld und sage für dieses Mal Tschüss.